Ja, heute wollen wir über den Mittelwellenprüfsender AMD MW207 sprechen. Wir haben ja schon auf unserem YouTube-Kanal eine Anwendung, ein Experiment, das wir zur Jubiläumsfeier des Rundfunkmuseums gemacht haben. Und zwar war das damals 30 Jahre Rundfunkmuseum Fürth, 100 Jahre Radio in Deutschland und 33 Jahre Förderverein des Rundfunkmuseums. Und da war am 29. Oktober war auch das Jubiläum 100 Jahre Radio in Deutschland. Und da haben wir ein Experiment gemacht, um zu zeigen, wie Radio damals geklungen hat. Und das hat folgendermaßen ausgesehen. Wir haben einen historischen Radio dazu benutzt, den Ingelen Geographic 39W von 1939, und haben gezeigt, wie man vom Smartphone via Bluetooth und Mittelwelle zum historischen Radio kommen kann. Das ist hier das Smartphone, eine Bluetooth-Verbindung und Bluetooth-Empfänger. Und jetzt dieser Mittelwellenprüfsender, über den wir heute näher reden wollen, an Antenne und Erde dieses Gerätes angeschlossen. Es ist ja immer das Problem bei historischen Radios, man will ja da keine Empfangsteile einbauen, das Gerät soll möglichst originalgetreu erhalten bleiben, aber trotzdem möchte man die Funktion so zeigen, wie damals Mittelwelle geklungen hat. Und unser Experiment hat es auch gezeigt, das könnt ihr in dem anderen Podcast auch sehen. Ja, schauen wir uns den kleinen Prüfsender AMD MW207 etwas näher an. Mit dem Sender kommt die sehr spartanische Bedienungsanleitung. Wir sehen hier Modell AMD MW207 und die Versionsnummer. Sie ist in Chinesisch geschrieben. Wir können hier sehen den Bereich 525 kHz bis 1605 kHz, das Schaltbild und das Printboard mit dem Servicedruck, wo man die Bauteilebestückung ersehen kann. Was wir generell sagen müssen, ist, dass jetzt in der Bedienungsanleitung vermerkt ist, der Benutzer hat sich an die nationalen Radio Regulations zu halten. Er darf keinen externen Verstärker an den Mittelwellenprüfsender anschließen, um die Reichweite zu erhöhen. Und ferner darf auch keine externe Antenne an den Prüfsender angeschlossen werden. Sollte der Benutzer dies dennoch tun, sind die gesetzlichen Konsequenzen allein vom Benutzer zu tragen und nicht vom Hersteller des Radiokits. Jetzt ist weiterhin noch zu sagen, der AMD MW207 hat keine CE-Kennzeichnung. Mit dieser bestätigt der Hersteller, dass sein Gerät alle gültigen Vorschriften bezüglich EMV-Gesetz, Störaussendung, also Störstrahlung, die leitungsgebundenen Störungen, die maximale magnetische Feldstärke bei induktiven Geräten sowie die Produktsicherheit einhält. Im Fall des AMD MW207, also keine CE-Kennzeichnung liegt vor, muss der Benutzer die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen. Aber kommen wir nun zur Schaltung dieses kleinen Mittelwellenprüfsenders. Wir sehen zunächst, es besteht nur aus 3 Transistoren.
macht das Ganze interessant, wenn wir den ersten Sender 1929 im Fox-Haus uns ansehen. Der hatte nur 2 Röhrenfunktionen. Allerdings seine Leistung war natürlich dementsprechend stärker. Es waren ja Senderöhren, die man benutzt hat. Aber unser kleiner Sender hat all die physikalischen Vorgänge auch beinhaltet, sodass man sich in die Amplitudenmodulation einarbeiten kann. Zunächst, er hat 6 Volt Betriebsspannung, 4 mal 1,5 Volt AA-Batterien. Man kann natürlich auch ein externes Netzteil anschließen, Betriebsanzeige über eine rote LED. Das Audiosignal wird mittels eines 3,5 mm Klinkenkabel zugespielt. Es ist natürlich auf Mittelwelle kein Stereo möglich, das heißt also, der linke und rechte Kanal wird zusammengemischt und kommt dann auf ein Potentiometer. Interessant ist die beiden Elektrolytkondensatoren, die gegenpolig geschaltet sind. Der Hintergrund ist der, dass dann unabhängig vom Eingangssignal dessen Gleichspannungskomponente und dessen Wechselspannung ist die Funktion sichergestellt. Ansonsten müsste ja, wenn man nur einen nicht im Gegenpol geschaltete Elcos verwenden würde, würde die Funktion nicht immer sichergestellt sein. Ja, schauen wir uns mal an, wie überhaupt das Oszillatorprinzip bei diesem kleinen Prüfsender aufgebaut ist. Wir können hier vergleichen eine Oszillatorschaltung mit Differenzverstärker, wie er jetzt auf Wikipedia auch eingehend beschrieben ist. Dort könnt ihr das auch nachlesen. Da ist auch eine Schaltung angegeben mit Bauteilen, mit NPN-Transistoren, und man sieht auch Oszillator für eine Frequenz von etwa 1 MHz. Das würde ja auch in der Mitte des Mittelwellenbereichs sein. Und wenn wir jetzt unsere kleine Schaltung betrachten, dann sehen wir, dass hier ja dieser Teil übernommen worden ist. Also diese Differenzverstärkerkonfiguration. Die beiden Emitter sind zusammengefasst, und jetzt ist zusätzlich zu diesem Emitterwiderstand noch ein Transistor geschaltet, der also dann den Modulationsstrom liefert. Wie wir gesehen haben, wird ja hier das Audiosignal eingespeist. Wenn wir uns bei diesem Transistor, bei dem BG3, die Type ist ein 9018, noch kurz ansehen, die Basisspannungsteiler sind diese beiden Widerstände. Und wenn wir jetzt zu dem Differenzverstärker-Oszillator kommen und das vergleichen, dann sehen wir hier sogar das Rückkopplungs-C ist also hier in dieser Schaltung auch 100 Picofarad. Der Unterschied ist hier, dass der Basisspannungsteiler für beide Transistoren, für diese beiden Transistoren gemeinsam ist. Er ist abgeblockt mit 0,1 Mikrofarad, nicht wie hier mit 100 Picofarad. Jetzt stört an und für sich an der reinen Differenzverstärker-Geschichte
dass hier ja dieser Transistor direkt an die Betriebsspannung angeschlossen ist. Das heißt also, es handelt sich bei ihm um einen Transistor in Kollektorschaltung. Und der hier ist quasi ein Oszillator in Basisschaltung. Wir sehen ja hier, er ist über diesen 0,1 Mikrofarad HF-mäßig an Masse gelegt, die Basis. Zwischen Kollektor und Betriebsspannung ist der Schwingkreis, der auf die Sendefrequenz abgestimmt werden kann, auf die gewünschte Sendefrequenz. Man kann also das auch so auffassen, dass, als ob das hier jetzt ein Transistor in Kollektorschaltung ist, also ein Emitterfolger, der jetzt in einen Oszillator in Basisschaltung dieses rückgekoppelte Signal einspeist. Die beiden Emitter sind ja miteinander verkoppelt. Anzumerken ist noch hier diese Wicklung L2, die der Designer dieser kleinen Schaltung vorgesehen hat, damit man jetzt den Oszillatorabgleich mittels eines Frequenzzählers oder eines Oszillographen durchführen kann. Wichtig dabei, was er gemacht hat, also so ist die Schaltung aufgebaut, dass hier die eine Seite dieser Kontrollwicklung jetzt auf Plus, die Betriebsspannung, bezogen ist. Als Transistoren hat er die BG 199018 eingesetzt. Der ist beschrieben im Datenblatt als AM-FM-Verstärker und für lokale Oszillatoren für den FM- und VRF-Bereich. Also wir sehen hier die Transitfrequenz von 1,1 GHz. Das ist natürlich sehr viel höher der Wert, als er überhaupt notwendig wäre jetzt für die Applikation im Mittelwellenbereich. Hier sehen wir jetzt den Aufbau, wie er jetzt gedacht ist vom Designer her. Wir haben hier den kleinen Prüfsender. Wir sehen hier unten das Batteriefach und wir sehen hier über das 3,5 mm Klinkenkabel ist er mit einem Bluetooth-Empfänger verbunden und hier das Smartphone, das über Bluetooth dann die Audioquelle, das Audiosignal überträgt und dann hier das Audiosignal, das NF-Signal hier eingespeist wird. Hier der Kontrollempfänger, in unserem Fall, ich habe einen Notfallempfänger mit Solar- und Kurbelantrieb dazu benutzt, der jetzt eine eingebaute Ferritantenne für Mittelwelle hat, um damit auch den Reichweite dieses Systems, wenn also nur die magnetische Komponente dieser Oszillatorspule, die auf dem Ferritantennenstab gewickelt ist. Man sieht hier auch die kleine Kontrollwicklung, die sehr lose angekoppelt ist. Und jetzt folgt ein Beispiel bezüglich der Reichweite.
Es ist so, dass jetzt die Geschichte, so wie es beschrieben ist in der Bedienungsanleitung, bis zu 1 Meter, das hat jetzt das Experiment mit dem kleinen Empfänger nicht ergeben. In der Bedienungsanleitung, wie gesagt, 1 Meter. Hier würde ich sagen, unser Experiment gibt so um die 30 Zentimeter her. Man sieht auch, dass die magnetische Komponente hier wirklich sehr lokal begrenzt ist. Ja, schauen wir uns jetzt nochmal die Schaltung, die ich nachgezeichnet habe, nach den Unterlagen im Einzelnen nochmal an. Es ist ja so, dass generell die alten historischen Geräte ja keine Ferritantenne haben. Das heißt also, das ist erst so ab dem Jahr Anfang der 50er Jahre üblich geworden, Ferritantennen in das Radiogerät einzubauen. Historische Radios haben keine Ferritantenne, das heißt also, man könnte dieses kleine Prüfsenderchen nicht dazu verwenden. Nun, die Liebhaber von historischen Radios und Sammler von historischen Radios möchten natürlich keinen Eingriff in ihr Gerät vornehmen. Das heißt also, dort vielleicht direkt einen Bluetooth-Empfänger einzubauen, sondern sie möchten das Gerät so benutzen, wie es damals war, auch mit den allen laufenden Funktionen, die das Gerät damals hat. Das heißt also mit laufender Senderabstimmung und so weiter und mit der originalen Bandbreite, die jetzt auf Mittelwelle üblich war, also die bewussten 9 Kilohertz Bandbreite, und das bedeutet, die höchste übertragbare Audiofrequenz ist 4,5 Kilohertz. Und wenn man jetzt dann Empfänger einbaut und das in den NF-Stufe des historischen Radios anschließt, dann ist es nicht mehr der Klang, wie Mittelwelle damals eben geklungen hat. Nun habe ich jetzt probiert, ob man nicht diese Monitorwicklung dazu benutzen kann, das Gerät, das historische Gerät ohne Ferritantenne anzusteuern. Und zwar habe ich das dann so gemacht, dass zwischen diese Monitorentwicklung, zwischen Antennenanschluss und Erdanschluss des Rundfunkgerätes angeschlossen wird. Wichtig dabei ist jetzt, es gibt natürlich auch ältere historische Geräte, die noch Allstromempfänger sind, das heißt kein Netztrafo besitzen. Dort liegt das Chassis auf Phase des Netzes, der Netzspannung. Das ist dann dort so gelöst, dass der Erdanschluss des Empfängers über einen Kondensator ans Chassis angeschlossen ist. Es ist aber so, das ist ein altes Gerät, ob es den Anforderungen für den Berührstrom, wie es heute gültig ist, genügt, ist nicht sichergestellt, und dann kann natürlich auch das Dielektrikum dieses Kondensators nicht mehr optimal sein. Deswegen hier ein zusätzlicher Trennkondensator, hier mit 4700 Pico, der jetzt zwischen dem Ausgang der Monitorspule und dem Erdanschluss geschaltet ist, und auf der Antennenseite genauso
im Wert jetzt dann kleiner, 470 Pico. Wichtig dabei, das müssen Y-Kondensatoren, Y2-Kondensatoren sein, diese C8 und C9, weil es Sicherheitskondensatoren sind, zum Beispiel Wima MKB Y2 300 Volt Wechselspannung. Und dann muss natürlich noch sichergestellt sein, dass man hier dies nicht berühren kann. Das heißt also, dass hier muss ein Gehäuse eingebaut werden. Das ist jetzt so gelöst in unserem Experiment. Wir sehen hier den Monitorausgang. Wichtig dabei nochmal betont, das hier ist nicht Masse, sondern Plus. So hat er das hier verschaltet. Und die Seele hier ist dann das heiße Ende quasi der Monitorspule. Über eine abgeschirmte Leitung, hier ein Gehäuse, in dem sind jetzt die beiden Berührschutzkondensatoren sicher aufgehoben und hier die Leitungen Erde-Antenne möglichst kurz für das historische Mittelwellenrundfunkgerät. Das hier ist ein Gehäuse, das man früher für Symmetrieübertrager benutzt hat, 60, 75 Ohm auf 240 Ohm. Hier mal jetzt ein Röhrenradio, ein Grundig 3299, ein etwas neuerer schon, wenn man so will. Der ist anfangs der 60er Jahre gebaut worden, vollkommen mit Röhren bestückt und noch handverdrahtet. Wir sehen hier wieder den kleinen Mittelwellentransmitter und die Berührschutzkondensatoren. Von hinten jetzt dieses Gerät gesehen. Wir sehen, er hätte eine Ferritantenne, aber er hat natürlich auch Erdanschluss und Antennenanschluss. Hier wird dann möglichst kurz, wie schon erwähnt, der Mittelwellenprüfsender angeschlossen. Und jetzt das Messergebnis vom Pegel her. Also wir sehen hier pro Skalenteilung sind es 200 Millivolt und wir haben etwa 2 Skalenteile, das heißt also wir haben 400 Millivolt Spitze Spitze. Wenn wir das jetzt umrechnen in einen Effektivwert, dann kommen wir auf so 142 141 Millivolt effektiv. Das ist also mehr als genug als Eingangssignal für einen Mittelwellenempfänger. Hier das Oszillogramm jetzt mit dem kleinen Mittelwellenprüfsender moduliert. Wir sehen hier, er ist mit 1 Kilohertz jetzt moduliert. Und wir sehen hier jetzt den Fall, wenn jetzt an diesem 5 Kilo Body der Pegel so eingestellt worden ist, dass der Modulationsgrad über 100% ist. Das heißt, wir sind hier schon auf Null und hier in der Begrenzung. Das heißt, so darf er natürlich nicht betrieben werden. Es müsste so sein, dass man sich Audiosignal anschließt, das jetzt den höchsten Pegel der Quelle, zum Beispiel Smartphone oder Notebook oder PC, jetzt hat, und dann stellt man mit dem Modulationspegelregler, wenn ich so sagen will, ein, dass hier keine Übersteuerung stattfindet, und danach sollte man die Lautstärke nur mehr am Empfangsgerät verändern und nicht über den Regler auf dem kleinen
Mittelwellenprüfsender. Ja, die Geschichte eigentlich jetzt nochmal kurz zurück zu dem bei Geräten mit Ferritantenne. Dieser 3299 von Grundig hatte schon dann 1961, 62 schon eine Ferritantenne. Das ist ja eigentlich nicht neu, so zu prüfen. Wir haben hier ein Grundig Elektronik Resonanzmeter, das gab es in der Version 1 und 2, das ca. 1958 gebaut wurde und auch vertrieben wurde. Wir sehen hier sind aufgesteckte Spulen. Für die verschiedenen Frequenzbereiche gab es unterschiedliche Spulen, die man hier aufstecken konnte. Und man konnte jetzt damit Resonanzfrequenzen von Schwingkreisen messen und man konnte das Ganze auch benutzen, um amplitudenmoduliertes Prüfsignal zu erzeugen, also auch als amplitudenmodulierten Prüfoszillator. Was anderes ist ja unser schöner Mittelwellenprüfsender auch nicht. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja ein historisches Gerät bei unserem Experiment gehabt, den Ingelen Geographic. Der hat natürlich keine Ferritantenne und wir sind dann, wie schon erklärt, in dieses Gerät über Antennen- und Erdanschluss reingegangen. Nochmals betont, möglichst kurze Leitungen. Und natürlich auch, hier wäre es nicht erforderlich, aber weil er ja Netztrafo hat, möglichst auch Berührschutz, Kondensatoren mit Gehäuse hier einbauen. Wenn man nur über diese Monitorwicklung das Signal jetzt in Antennen- und Erdanschluss des Gerätes einspeisen will, dann würde es sich auch anbieten, hier das Ganze in ein Metallgehäuse zur Abschirmung zu stecken. Dann wäre auch sichergestellt, dass jetzt die induktive Komponente jetzt nicht 30 cm oder 1 Meter, so nach Bedienungsanleitung, ihr Magnetfeld verbreiten kann. Ja, und jetzt zum Abschluss werden wir noch einen Teil dieses Podcasts, den wir schon gemacht haben, mit dem Betrieb von dem Ingelen Geographic zeigen. Und was wir uns natürlich wünschen würden, dass ihr uns ein Like gebt und noch besser, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Haben wir dann ein Gerät, das so klingt, wie es damals auch klingen hätte können. Und was man uns auch geklungen hat. Ja. Und wir wollen es auch präsentieren mit Musikstücken aus der Zeit, ne? Ja, das also wirklich original ist. Mhm. Die Musikstücke spielt ein kongenialer Kollege im Rundfunkmuseum, der Alexander Albrecht, der Förderverein, genau. Ja. Er hat die eingespielt, das macht er ganz toll. Ja, das nächste, ein Tango aus dem Jahr 1905, könnte durchaus auf unserem schönen Geographic gelaufen sein. Da gehen wir dazu. Der Bass dazu. Mhm. Ganz zurücknehmen wieder, wir brauchen mehr Modulation. Ne? Das geht schon auf. So, und dann stoppen wir wieder, ist kein Fake. Und das ist alles in Mono. Ja, in Mono, genau. Ja.